10. Das sind jetzt die 10 Favoriten, aus denen wir dann die 3 Gewinner eruieren werden. Jetzt mal gucken, ob ich die Reihenfolge richtig habe. Jawohl, und zwar die Nummer 1 in den Top 10 ist Lothar Busse, besser bekannt als Shen Storm Stout, unser Pandare. Wo kommt er? Ah, von da kommt er. Shen! Ja, komm her! Ja, komm her! Wo ist er? Genau, komm über die Rampe hoch. Oh. Lothar, servus! Bitte, stell dich nochmal hier hin. Oh, sehr schön. Ja, oh, das ist auch schön. Sehr schön. So, Lothar ist hier am Start, Freunde! Jascha Spurzem als Kreuzritter. Jascha Spurzem. Jascha, wo steckst du? Da kommt er. Heroisch durch die Menge. Lothar, ein bisschen links. Bisschen nach links kommen, bisschen in meine Richtung kommen, bisschen zu mir rüber. Genau. Jetzt ist perfekt. Jawohl. Glückwunsch, hier, großer Applaus hier. Nummer 3 ist Martina Hotz, guter Lichtbringer in der weiblichen Version. Martina, da hinten ist sie. Oh, da ist der Hammer. Den Hammer hat sie. Hammerhart. Da freut sie sich. So. Martina, bitte. So, mal gucken. Als nächstes Pierre-Alexandre Gerard, der World of Warcraft Hunter im Gromstalker Armor. Pierre. Wo ist er? Da, wo die Köpfe rollen, da ist er. Sehr schön. Oh, ich gehe auf die andere Seite. Oh, ich gehe weg hier. Das Kostüm sieht so super gefährlich aus. Nochmal großen Applaus hier für Pierre Alexander. So, jetzt habe ich aber noch mal eine kurze Frage. Pierre, German, English? English. How long did it take to make those eyes? Oh, only the eyes. 1 month maybe. Ein Monat nur für die Augen. Congratulations. Hier, großen Applaus hier nochmal für Pierre und seine Augen. Jetzt geben wir aber ein bisschen Gas. Als nächstes haben wir Johannes Nowak als Tyrael. Johannes Nowak als Tyrael. Da hinten ist er. Wirf einfach Schwert auf die Bühne und teleportierst dich her. Das ist einfacher. Darüber lassen wir Zeit. Leute, lasst es nochmal hören hier für Johannes Tyrael. 4. Wir haben 4, fehlen noch 6. Nummer 6 ist Marin Anul Maltael, der Todesengel, ist Nummer 6. Oh, Johannes, alles gut? Alles gut? Super, bitte. Oh, Maltael, klatschen, sonst sterbt ihr. Klatschen. Und ihr müsst auch klatschen, weil dann wird es auf der Bühne ein bisschen kühler hier. Wir bringen die Scheinwerfer runter. Dann, da werden die beiden sich jetzt freuen. Und zwar haben wir Laura Jansen als Magda auch noch dabei. Da ist sie. Und nochmal. Als nächstes, Nummer 7 im Bunde, Christiane Lennartz als Tyrande
schönes Kostüm und eine schöne Geschichte. Das muss man einfach sagen. Bitte sehr. Oh, sehr schön. Als nächstes Nummer 8, Entschuldigung, Nummer 9, Verzeihung, haben wir Friederike Kruft, Nachtelfe Todeshüter im Tier 8-Set. Wo haben wir sie? Kommt von da. Sehr cool. Bitte sehr. Nochmal einen großen Applaus hier für Friederike. Sehr cool. Okay. Und natürlich, wer ein so aufwendiges Kostüm hat, der muss in die Top 10. Das ist auch meine Meinung, nicht nur die von der Jury. Großen Applaus für Ann-Kathrin Kühne als Cynia aus Diablo. So. Ich lasse jetzt einfach mal die Top 10 hier einfach so ein bisschen stehen, damit ihr gleich ein paar Fotos machen könnt und dass die Jury sich entscheiden kann, wer denn jetzt die Top 3 sind. Das ist natürlich die Frage. Now the jury discusses. Während die Jury sich da ein bisschen berät, und ich gebe euch noch ein bisschen Zeit, dass ihr hier ein paar Fotos machen könnt von der Top 10 hier am Blizzard-Wettbewerb, hier auf der Gamescom 2014. Habe ich mir gedacht, komm, lass es doch nochmal richtig schön werden und hol nochmal die anderen 30 auf die Bühne. Hier sind nochmal alle Teilnehmer des kompletten Kostümwettbewerbs hier auf der Gamescom 2014. Kommt nochmal alle hoch. Alle hoch. Jawohl. Und das ist auch euer Applaus. Alle, die hochkommen wollen, alle, die hochkommen können, stellt euch einfach hier hinter dem Pult. Hinter dem Pult, bitte. Danke sehr, danke schön. Du kannst nichts kaputt machen. Alles gut. Hier können wir nochmal für diese geilen Kostüme, die es leider nicht geschafft haben, nochmal großen Applaus hier. Schön hier, zack, in einer Reihe. So. Jetzt natürlich die Frage der Frage. Alles okay, stellt doch einfach hier davor auf. Genau. Alles cool, alles cool. So, wir haben nochmal alle auf der Bühne. Nochmal einen großen Applaus für das komplette Feld hier, Freunde. Das seht ihr nicht alle Tage. So, jetzt bin ich natürlich gespannt. Wo haben wir vielleicht schon den Umschlag? Oh, wir haben schon den Umschlag. Wir wissen, wer die 3 Gewinner sind. Die Anne bringt mir wieder den Umschlag. So, nochmal großer Applaus für die Anne von Blizzard hier. Bitte sehr, danke. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. So, gut. Wir fangen an mit dem 3. Platz. Den Namen, den ich gleich aufrufe. Bitte kurz. Oh, da haben wir noch ein paar Preise. Genau, wer kriegt die alles? Der 3. Platz. Hier sind die Preise für den 3. Platz. Das ist einmal Shen, einmal ein Headset, eine Maus und nochmal so eine kleine Arthas-Figur. Und ein plüschiger Pandare auch noch dazu. Also, den Namen, den ich jetzt gleich aufrufe, bitte einen Schritt nach vorne tun. Ungefähr so auf die Höhe hier. Ja? Perfekt. Der 3. Platz beim Blizzard Kostümwettbewerb hier auf der Gamescom 2014 geht an Ann-Kathrin Kühner, Cynia. Da kommt noch was, Ann-Kathrin, da kommt noch was. Thomas, komm, ich helfe dir, ich nehme dir was ab. Reicht auch schon. So, gut.
Nein, das ist ein bisschen weiter. Weißt du was? Und du kriegst den Thomas auch noch dazu. Thomas, Ann-Kathrin, bist du damit okay, wenn wir das kurz abseits der Bühne stellen? Ja. Ann-Kathrin, kurze Frage, wie lange hast du denn an dem Kostüm gearbeitet? Das sieht nach einem unfassbaren Aufwand aus. Nur so 2 Monate eigentlich. Und das Gebiss, wie tief ist das drin? So weit, dass ich kaum reden kann. Okay, Applaus für Ann-Kathrin, unser dritten Platz. Das sieht aus wie die Power Rangers hier, fantastisch. Wir haben noch einen zweiten Platz natürlich. Der zweite Platz kriegt einen Gaming-PC. Moment, warum deutest du da rüber? Der Preis ist drüben. Oh, haben wir den Preis da drüben? Ja, da ist er. Ah, Thomas, der Thomas, ja komm hoch. Thomas, halt den Preis hier nochmal in die Menge. Einen Gaming-PC kriegt der zweite Platz. Der zweite Platz auf dem Blizzard Kostümwettbewerb auf der Gamescom 2014 geht an Laura Jansen. Hey! Zweiter Platz. Ja, der Verlobte klatscht. Ein neuer Gaming-PC. Yay! Sehr gut. Großer Applaus für Laura. Der erste Platz kriegt eine Reise zur BlizzCon für 2 Personen, gesponsert von Blizzard und PayPal. Kriegt der erste Platz, der Gewinner des Blizzard-Kostümwettbewerbs auf der Gamescom 2014 ist Pierre-Alexandre Gerard. Congratulations! Herzlichen Glückwunsch! Jawohl! You're going to BlizzCon, you're happy? Yeah, of course. Of course! Aber großer Applaus für Pierre-Alexandre! Und jetzt nochmal einen Schritt zurück. One step back, please. One step back, please. Back in the row. Take your trap with you here. And nochmal hier unser, sehr schön, der erste Platz für Pierre-Alexandre. Der BlizzCon-Trip und die Jury auch auf der Bühne. Ach, ist das schön, alle haben sich lieb zum Schluss. Ist das nicht schön? Vergesst auch nicht die restlichen Teilnehmer hier im Hintergrund. Nochmal einen großen Applaus für die anderen Teilnehmer hier im Wettbewerb. Und einen großen Applaus für alle auf der Bühne, für alle Teilnehmer, für das Blizzard, für die Blizzard-Jury. Ganz, ganz großes Engagement. Hat mir echt viel Spaß gemacht hier. Das war richtig geil. Sehr schön. So, ich gebe euch noch mal ein paar Sekunden, dass ihr ein paar Fotos machen könnt. Klick, 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 klick. Ich check mal so lange Facebook. Ach, immer noch keine Freunde. Und damit würde ich sagen, ja, wir machen gleich eine kurze Pause und melden uns wieder mit dem Heroes of the Storm Showmatch. Aber vorher nochmal einen großen Applaus